Er ist am Leben, mein Freund Hassan. Ich kenne ihn aus Beirut. Dort habe ich gelebt und studiert. Nun die Explosion. Ich möchte irgendwie helfen und sehen, wie es vor Ort weitergeht. Erst im Flieger realisiere ich so richtig, wohin die Reise eigentlich geht. Ja, ich habe echt Schiss. Schiss davor, wie es Hassan und den Menschen geht. Schiss davor, was mich in Beirut erwartet. Mohammed, ein befreundeter Filmemacher, holt mich am Flughafen ab. Hello. Nia, you are welcome. Hi. Hi. How's everything? Good, how Nice are to you? see you again. Yeah. Mohammed lebt in Beirut. Er und sein Haus sind weitestgehend verschont geblieben. After a few days, you will feel like life it must goes on, you know. But it was like a big shock for everybody in Lebanon. Beirut is destroyed. We can say Beirut is destroyed, really destroyed. Mohammed wird mich die nächsten Tage mit der Kamera begleiten. Now we'll try to pass by the downtown, next to where the explosion happened. Das Ausmaß der Katastrophe ist sogar in der Dunkelheit erkennbar. Gott, schau dir das an. Fast 200 Menschen sind gestorben. 300.000 sind obdachlos. Oh God, it's horrible. Oof. What's happening? This was my favorite Manouche place. Yeah. Der nächste Morgen. Wir sind auf dem Weg zum Hafen. Hier hat die Tragödie angefangen. Knapp 3000 Tonnen hochexplosives Ammoniumnitrat wurden hier 6 Jahre gelagert, ohne Sicherheitsvorkehrungen. Warum es zur Explosion kam, wird untersucht. Klar ist, Regierung und Behörden haben versagt. Es hat ein ganzes Landstück rausgehauen. Da drumherum suchen die immer noch jetzt gerade nach Leuten. Das ganze Ausmaß der Zerstörung sieht heute auch mein Freund und Kameramann Mohammed zum ersten Mal. What does it make you feel? About to cry. It's horrible. Are you okay? Yeah, let's Okay. Wir machen uns auf den Weg zu meinem Freund Hassan. Er ist Ingenieur, aus Syrien in den Libanon geflohen. Letztes Jahr habe ich ihn kennengelernt. Als er mir auf meine Nachrichten nicht geantwortet hat, habe ich Schlimmstes befürchtet. Bisher weiß ich nur, dass er am Leben ist. Er wohnt hier ganz in der Nähe des Hafens, in diesem zerstörten Viertel, das nicht mehr wiederzuerkennen ist. Im Dezember habe ich noch bei ihm übernachtet. I think it's this building. Oh, this is his flat. That's crazy. The whole wall is missing. Überall sind Helfer, so wie dieses Bergungsteam der Vereinten Nationen. Vor allem aber helfen die Libanesen selbst. Viele von ihnen Studenten. Eine Gruppe spricht uns spontan an. Hi. The buildings that might need help or medicine. There's a friend of mine upstairs, Yes. Hassan. I know that he told me that probably the building is possibly collapsing. Okay. So the only thing that I know, but I only talked to him yesterday. Yes. He needs a place to stay. Yes, we have a place to stay. Let's go upstairs then. I haven't been Of up. course. I If you want, haven't. you can leave them, and when we come Yes, back. Yeah? yes. Upstairs, no, it's risky, I think. I know, but he's up there, so I'm gonna. He is upstairs. Yeah, he's my friend, and I haven't seen him, so I came here as well to see him. I'm from Germany, Okay, and let's okay, go let's check see. on him. Yeah. بدك تجي؟ يلا تعال. يلا. Hassan. Hassan. Hey. Hi Hassan. Kifak. كيفك man? Hi. Oh, sorry.
يعطيكم العافية الحمد لله على السلامة. Oh, don't worry, it's okay, it's okay. You are safe, you are alive. Sorry, really. I'm so glad that you're No, it's okay. okay, don't worry. You are alive. I'm so glad that you're okay. Thank you. No, thank really, you. really. Thank you very much. الحمد لله على السلامة. نحن مبادرة شخصية، نحن كم شخص جمعنا بعضنا وعم نجرب ناخذ تبرعات للعالم المحتاجة ونشوف أكثر شيء شو عايزين، إذا أدوية، إذا مساعدة بالبيت، إذا مساعدة بالتنظيف وشو ما كان، يعني نساعدك. بعدين عم ضب اغراضي، عم ضب الاشياء اللي عندي. اوكي. ومن بعد اوكي. Thank you so thank much, you. really. No problem. يلا جايز. Have fun. No, seriously, I'm so. Oh. Yes. Yeah, this was a bedroom, but the wall fault on everything. I mean, this is huge. Like, look at this. Yeah. But nobody was in this room at No, the time. goodness, no one was here. Thank God, because this, Yeah, like, of course. The pressure, all the pressure All the is coming pressure from came here. here. Yeah, exactly. the whole wall. That's incredible. Hassan war daheim, als die Explosion passiert ist, wachte unter dem Schutt seiner Wohnung auf, lief dann barfuß zum Krankenhaus. They have some like. Do you have stitches here? Yeah. Yeah. And here. Oh, Yeah. it looks bad. But no, though. no, it's good. No. No? Yeah, you should see them before 5 days. Yeah, it was all the blows here from up to down. I can't walk on it else. But no, everything is No, okay. you're Goodness. okay. Yeah. Hassan hatte trotz allem noch extremes Glück, anders als seine direkten Nachbarn. The two of my neighbors was dead, and Dead? Yeah, was Two of dead. your neighbors died? My neighbors next door. Yeah, they was dead. It's a miracle to still alive. Really. It's really a miracle. Yeah. I'm We so still glad that you- we still can't imagine how we're still alive. How we should to be dead. Yeah. Really. Das Haus, es könnte jeden Moment einstürzen. Oh God. An einen Neustart ist hier nicht zu denken. Alle Nachbarn sind schon weg. Eigentlich müsste auch Hassan dringend raus. I adore this place. I make it by my hand, and it's old place. I adore this place really, and adore the area, and adore everything there. But we should to continue. We should to move to another place. Ausziehen muss Hassan so schnell wie möglich. Nur wohin, weiß er noch nicht. Für mich ist klar, egal was er vorhat, ich möchte ihm helfen. Okay, I'll see you tomorrow, I think, maybe. Okay. And text me when you know if you move. Yeah, of course. You let me know? Yeah, of course. We'll see each other. Okay. Bye bye. Have a nice day. Bye bye. We'll text. Yeah, of course. Bye. In diesem Moment wissen wir noch nicht, dass sein Auszug schneller kommen wird, als wir denken. Und am Abend trifft es mich erst so richtig. Ich muss kurz durchatmen, abseits von all der Zerstörung. Abseits von all den tragischen Schicksalen, wie dem von Hassan. Er und Kameramann Mohammed sind noch die letzten meiner Freunde und Bekannten aus der Studienzeit, die überhaupt noch im Libanon geblieben sind. Alle anderen sind inzwischen im Ausland oder kurz davor zu gehen. Wie konnte es so weit kommen? Eigentlich lieben alle ihr wunderschönes Land. Aber die Libanesen sind wütend. Dass jahrelang hochexplosives Material im Hafen gelagert wurde, bestätigt sie in ihrer Wut. Dass sich die Regierung nicht um sie kümmert. Schon vor der Explosion demonstrierten Hunderttausende, weil sie sich von der Regierung im Stich gelassen fühlten. Dann plötzlich eine Nachricht von Hassan. Also will jetzt auch noch Hassan den Libanon verlassen. Meine Freundin Gabrielle ist eine von vielen, die schon lange weg sind. Sie lebt in London. Dass sie in Beirut ist,
Zufall. Seit der Explosion hilft Gab, wo sie kann. Guys, but not 26 food rations. Heute holen wir Essensrationen bei einer der vielen Hilfsorganisationen ab, um sie dann an bedürftige Familien zu verteilen. Gabs Familie gehört zur gehobenen Mittelschicht im Libanon und damit zu den Privilegierten der Gesellschaft. Das ist ihr schmerzhaft bewusst. You feel guilty that you have the possibility to have a car, to travel, to have a second passport, for example. And then others are basically stuck here, and they're basically stuck in a situation where they have no financial support from anyone, and they have no support from the government. Not even enough to take out the people who are still stuck in the rubbles from the explosion. Okay. Alhamdulillah. Bye. Yeah, do you want to take it so that I can call the lady? Es braucht aber eigentlich viel mehr als nur Essen. Häuser müssen wieder bewohnbar gemacht werden. Okay. Außerdem brauchen die Menschen psychologische Betreuung, um überhaupt die Kraft für einen Neustart zu haben. Hilfe von der Regierung gibt es für diese Menschen kaum. الحمد لله على سلامة. لا ميرسي كثير عن جد. Bye. You're helping as well? Statt der Regierung helfen private Organisationen und die Menschen selbst, so wie Gab. How do you feel? Exhausted. And we haven't even finished with all the boxes. I don't know how we're gonna have time to finish all the boxes. But we'll have to try. Das Missmanagement der Regierung macht Gab wütend. Sie möchte endlich einen politischen Systemwechsel. Deswegen geht Gab jeden Abend demonstrieren, auch heute. Ich begleite sie. Wir sind im Zentrum, halten uns etwas abseits von den Demonstrationen. Gab, Gab, Gab. Es wird unübersichtlich. Gab, let's go. Plötzlich umgibt uns Tränengas und Soldaten kommen auf den Platz. We wanted to get away from the protest because we didn't know what was happening, and then we saw like tear gas coming closer to us, but Really close to us, like right in front of the stairs of the mosque. and we didn't know where it was coming from because like there weren't soldiers anywhere to see before that. And then we realized that they were closing in from the other side. Yeah. So they were surprising everybody who was sitting. And it's the ISF with all their gear, all of them. Fucking hell. Wie hart die Armee auch gegen friedliche Demonstranten und Unbeteiligte durchgreift, wissen wir eigentlich. Aber es macht uns trotzdem irgendwie fassungslos. Beer? Yes, for sure. The explosion really was kind of, in French you say, la goutte qui déborde le verre. It's the last straw, basically. Because people kind of lost hope. I mean, the worst happened, and now people have a sense of hopelessness. They don't want to fight anymore because they don't see the point. Everyone wants to leave. Nobody wants to deal with the situation that's in the country. Der nächste Morgen. Auf dem Weg zu Hassan. Der wohnt inzwischen im Haus gegenüber. Hi, Hassan. Can you just come out? Which floor are you on again? 4. Ah, okay. All right. Okay, I'll be up in a second. Das Haus der Nachbarn ist zwar auch beschädigt, aber immerhin nicht einsturzgefährdet. Hi. Hi. Hi, how are you? How are you again? Yes. How was it? Hi. كيفك؟ شرفنا. اسمي هنا. Hassans Mutter ist aus dem benachbarten Syrien angereist, um ihren Sohn zu sehen. Hassan ist halb Libanese, halb Syrer. Wegen des Bürgerkriegs ist er vor 5 Jahren aus Syrien in den Libanon geflohen. Er hat schon mehrfach alles verloren. Jetzt beginnt er wieder von Null. Ich will ihm helfen bei seinem Neustart.
I want to show you 3 or 4 companies. Okay. Bewerbungen für Firmen in Deutschland. Hassan möchte seinen Neustart in einem Land, in dem er keine Angst mehr haben muss, sein Zuhause oder sein Leben zu verlieren. Universal Robot? Yeah, I think that's it. I'm really done with this country. Every time I work and do something and make house and car, then go back to zero. So yeah, we should to find another way for my life. Yeah. Die Bewerbungsunterlagen hat er fast fertig. Er wird sie in den nächsten Tagen abschicken. Sollte er tatsächlich in Deutschland genommen werden, wird er weit weg sein, von seiner Familie, von seiner Heimat. How does your mom feel if you wanting to leave? I think no one is happy to go out of his country. All the people want to work and make them home and make a small family. That's the dream for everybody. Yeah. Jetzt fahren Hassan und seine Mutter erstmal aufs Land, zu Hassans Onkel, um die Geschehnisse zu verarbeiten. And you'll drive with this car? Yeah. It Yeah, works? drive it. Yeah. It works? Yeah. Okay, bye. Be safe, okay? We text. Wie groß muss der Schmerz der Menschen sein, die keinen anderen Ausweg sehen, als ihr Land zu verlassen? Für mich war Beirut nur ein Jahr lang mein Zuhause. Und trotzdem hänge ich so sehr an diesem Land. Der Filmemacher Mohammed begleitet mich nach all den Tagen nun noch zu einem Ort, der für mich eine ganz besondere Bedeutung hat. Meine alte Wohnung. Sie liegt in einem Viertel, das auch stark von der Explosion betroffen ist. Ich weiß überhaupt nicht, was mich erwartet und bin echt, haben echt ein bisschen Schiss. Von meiner früheren Nachbarin erfahre ich, viele ehemalige Bewohner sind mittlerweile ausgewandert. Das Haus, es steht zur Hälfte leer. Sie begleitet mich zu meiner alten Wohnung. Oh. Shit. Oh, scheiße. Da sieht man total die Explosion, wo die Explosion war. Es ist einfach irgendwie ein wahnsinnig komisches Gefühl. Ich meine, ich wohne hier nicht mehr, mir geht's gut. Gott sei Dank, den Leuten in meinem Haus geht's auch total, Gott sei Dank, gut. So viele Leute haben ihr Leben verloren. So viele Leute haben ihre Häuser verloren. So viele Leute haben ihre Hoffnung verloren. Ich glaube, das ist das Allerschlimmste. We always have to look positive, huh? You have to. With all disasters. That's what you do. Yeah. I mean, so many people want to leave and you don't want to leave, right? Yeah, of course. You said also that you're very angry, right? Yes, of course I'm angry. But all This is Beirut. This is Beirut. This is my lovely Beirut. Yeah. But we have to look positive all the time. But you're what, like, lots of people don't see the positives. They're leaving. I understand them. People, maybe they lost faith in the future here. But I still believe in the country. I still believe one day it will be better. Yeah. Thank God. I want to have the hope, really. I really want to have that hope. Sometimes there things happen for a reason. Maybe this is the end of the pain of the Lebanese. Maybe we'll start again. We'll raise up again. Nobody knows. I really hope you're right. I really hope you're right. I want to believe that I'm right. I want to believe. This is my only hope, to believe. So I believe.
Mohammed glaubt an dieses Land. Hassan hat die Hoffnung aufgegeben. Aber mittlerweile hat er seine erste Rückmeldung für einen Job aus Deutschland.